Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute reden wir wieder über die aktuelle Lage in Kuba, nun schon im Monat August 2023. Wenn du neu hier bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Starten wir wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Wie wir wissen, liegt der offizielle Wechselkurs bei 120 Peso pro Dollar, abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Wechselkurs stieg in den letzten Monaten kontinuierlich stark an. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos liegt der Kurs inzwischen bei 230 Peso pro Dollar bzw. 240 Peso pro Euro. Auf Eltoque könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich kann es auch immer nur wieder wiederholen. Nehmt ausreichend Bargeld mit und wechselt immer nach Bedarf das Geld. Es ist wesentlich schwerer, Peso wieder zurück in Euro zu tauschen, also geht da bedarfsgerecht vor und tauscht nur das, was ihr voraussichtlich brauchen werdet. Wer mehr zum Thema Geld in Kuba wissen möchte, sollte in mein Video dazu mal reinschauen. Ich verlinke es hier mal. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über den Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa, und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular de Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass, das ist selbsterklärend. Viel mehr ist dann auch gar nicht mehr notwendig. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei KubaBuddy erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Per Expressversand erfolgt die Lieferung in Deutschland innerhalb von, 24 bis 48 Stunden. Das Ganze funktioniert über meinen Affiliate-Link. Diesen findet ihr auch hier in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf über meinen Link unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich danke euch. Werbung Ende. Seit dem 29. Juli 2023 benötigen Kubaner für den Transit durch einen deutschen internationalen Flughafen ein Transitvisum. Dies war vorher nicht der Fall und so wurde diese Möglichkeit des Transits genutzt, wenn ein Kubaner eine Reise angetreten hat in ein Land, bei dem die Einreisebedingungen für Kubaner niedrigschwellig waren und der Transit planmäßig in Deutschland stattfand, so haben zuletzt mehr und mehr Kubaner in den deutschen Flughäfen Asylanträge gestellt. Ich denke, um diese Lücke im System zu schließen, hat man diese Regelung eingeführt, um die unkontrollierte Einreise zu unterbinden. Ab November soll man nicht mehr mit Bargeld an Tankstellen bezahlen können. Für den Touristen wird das relativ egal sein. Für Kubaner wird das ein wenig schwieriger. Viele Kubaner selbst, wenn sie Geld haben, lassen es eher selten auf der Bank. Hintergrund ist schluss einfach die Verfügbarkeit. Speziell in den Provinzen ist es so, dass man nicht zu jeder Zeit über sein Geld auf dem Konto verfügt. Bargeldauszahlungen sind immer nur in der Höhe möglich, wie Mittel vor Ort vorhanden sind. Und oftmals muss man eine Begründung angeben, weshalb das Konto bzw. das Geld vom Konto genommen wird. Natürlich floriert der allgemeine Schwarzmarkt und das Geld ist aktuell wenig greifbar für den kubanischen Staat. Dieser Schritt der Bargeldeindämmung führt dazu, dass die Privatkonten wieder mehr gefüllt werden und somit auch mehr Geld zur Verfügung steht, mit dem der kubanische Staat, handlungsfähig ist.
Neben dem soll auch die Korruption bekämpft werden. Der illegale Verkauf von Treibstoff ist seit Jahren ein Problem und führt auch zu Versorgungsengpässen. Man verspricht sich dadurch, oder durch diese Umstellung besser gesagt, ein Stück weit mehr Kontrolle und einen Ansatz zur Lösung der Versorgungsprobleme. In Kuba wird es bald eine ausländische Bank geben, die Banco Cooperativo Alto Cedro, welche zur spanischen Santander Bank gehört, soll es werden. Sie soll voll handlungsfähig sein. Das heißt, sie darf Konten in Peso, aber auch in Fremdwährung führen. Sie darf Darlehen bearbeiten, Wertpapiere ausgeben und im Grunde eigentlich die Dinge machen, die man in einer Bank machen kann. Dabei ist der Zugang für eventuelle Investitionen auch für den Privatsektor möglich, jedoch erst nach vorheriger Autorisierung durch die kubanische Zentralbank. Was das im Detail heißt, beziehungsweise wie das konkret gestaltet sein wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. In den letzten Monaten habe ich immer wieder mal berichtet, wie die Situation bezüglich dem Strom in Kuba ist. Heute möchte ich nochmal darauf eingehen. Die Situation ist bedingt besser geworden. Stromausfälle gibt es immer noch, aber bei weitem nicht so, wie es eine Zeit lang lief. Dabei muss man sagen, dass es in Kuba immer wieder mal, auch in der Vergangenheit, Stromausfälle gab. Grundsätzlich lässt sich jedoch wohl sagen, dass die Stromsituation im Westen des Landes immer noch weitaus stabiler ist. Insgesamt ist aber nicht mehr von täglichen, stundenlangen Stromabschaltungen die Rede. Am Ende noch ein Thema in eigener Sache. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß, dass ich mit meinem Geschäftspartner Mike Vaupel ein Unternehmen gegründet habe namens Der letzte Westkubaner. Wir bringen den kubanischen Café Cubita nach Deutschland und starten voraussichtlich im September mit dem lokalen Verkauf und die Versorgung von Gastronomien. Schon ab dem 14.08. starten wir einen Online-Vorverkauf. Wenn du an kubanischen Kaffee interessiert bist oder grundsätzlich Interesse hast, kannst du dich gerne schon jetzt per Mail an derletztewestkubaner@gmail.com wenden. Weitere Infos folgen. Wo wir gerade beim Folgen sind, schau gerne auch auf den Social Media Kanälen auf Instagram und TikTok vorbei. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein, zum Beispiel in unsere letzte Kuba-Reise Anfang 2023. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.